Insta360 hat mittlerweile 3 wunderbare 360-Grad-Kameras, die dir alle das gleiche bieten, nämlich ein 360-Grad-Bild. Aber so gleich sind sie nur auch nicht, denn sie haben riesige Unterschiede im Lowlight-Verhalten, im Mikrofonverhalten, gleichzeitig beim Handling, bei den Fotos und bei allen anderen Dingen. Und was hier sozusagen unterschiedlich ist und welche vielleicht deine Insta360 sein kann, das klären wir jetzt in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Mittlerweile habe ich 3 Wochen an diesem Video gearbeitet und wenn es dir gefällt, dann gib mir bitte ein Like direkt für mein Video. Das freut mich und ist natürlich kostenlos hier bei YouTube. Wir kümmern uns jetzt mal um die Vorstellung dieser Kameras. Was steckt dahinter? Anfangen tun wir natürlich mit der Insta360 One X2 und das ist mittlerweile der älteste Vertreter unserer 3 Kameras. Bis zu 5,7K Bildqualität kannst du hier erreichen. Gleichzeitig hat sie Steadicam, die Flow-State-Stabilisierung, einen kleinen Touchscreen, wasserdicht ist sie bis zu 10 Metern, eine KI-Bearbeitung ist verbaut und 4 verbaute Mikrofone wirst du hier ebenfalls finden. Die Timeshift-Funktion gibt's und natürlich auch die Sprachsteuerung. Bei der Insta360 One Inch Edition finden wir folgende Parameter. 2x1 Zoll Sensor ist verbaut, bis zu 6K Videoaufnahme sind hier möglich, 21 Megapixel an Fotos, sie hat die Flow State Stabilisierung, gleichzeitig 360 Grad Horizontsperre, bietet den HDR Videomodus an, das Quick Menü ist vorhanden, leider ist sie nur spritzwassergeschützt und nicht wasserdicht, aber sie hat dann natürlich noch die Livecam und Webcam Funktion. Der neueste Vertreter unserer 3 Kameras ist die Insta360 X3. Diese hat 2 Halbzoll-Sensoren verbaut, filmt bis 5,7K Video und 60 FPS. Fotos kann man hier mit 72 Megapixeln schießen. Sie hat einen wunderbaren Akku mit 1800 mAh. Der höchste Modus ist 4K 120 FPS im Bullet Time Videomodus. Sie ist wasserdicht bis zu 10 Meter. Bis 60 FPS kannst du hier im Ich-Modus filmen. 360 Grad Horizontsperre ebenfalls vorhanden, die Flow State Stabilisierung und das Schönste und Wichtigste, ein richtig übersichtliches großes Display. Kommen wir als erstes mal zur Videoqualität und hier bieten die natürlich als erstes große Unterschiede. Diese sieht man nicht auf den ersten Blick. Die Insta-X2 macht das Bild nur hell und hat wenig Kontraste zu bieten. Bei der Insta-X3 ist dann schon deutlich mehr dunkleres Grün zu erkennen, welches auch dem Original deutlich mehr entspricht. Beim genauen Hinsehen und auch im vergrößerten Bild hat die Insta 1 Zoll Edition in Sachen Schärfe, Farbe und Kontrast deutlich die Nase vorn. Da man das aber wirklich erst auf den zweiten Blick erkennt, kann man sagen, dass hier bei ausreichend Tageslicht alle Kameras mit gut bewertet werden können. Bei der Bildstabilisierung machen auch alle fast das gleiche Bild. Nur bei der Insta360 One X2 sieht man gegenüber den anderen Kameras deutliche Farbunterschiede in Wasser und Himmel. Alle Aufnahmen wurden im Automatikmodus mit 5,7 bzw. 6K aufgenommen. Die Framerate war in allen Kameras auf 30 FPS eingestellt. Jetzt geht es natürlich mal an die Tonqualität dieser 3 Kameras und wir horchen mal rein, was die da so bieten. Das ist der Ton von der Insta360 One X2, dem Vorgänger von der X3. Knapp 1 Meter haben wir hier sozusagen Abstand und reden drauf ein und horchen mal, wie der Ton klingt. Das ist der Mikrofontest von der Insta360 RS 1 Zoll Sensor, ungefähr auch wieder 1 Meter Abstand gehalten, das Ganze von vorne eingesprochen. Der Monitor ist hinten und wir gucken mal, ob der Ton hier genauso gut klingt. Das ist der interne Mikrofontest von der Insta360 X3. Wie klingt das Mikrofon bei etwas Wind von vorne direkt auf die Kamera gesprochen mit ungefähr einem knappen Meter Abstand? Kommen wir mal zum Lowlight-Verhalten dieser 3 Kameras und hier trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen. Denn wie man unschwer erkennen kann, haben wir jetzt unterschiedliche Bilder. Ich habe mit jeder Kamera einzeln eine Runde gedreht und man sieht, die X2 macht wieder alles hell und lässt den Boden in Unschärfe versinken. Die X3 setzt auf ein Kontrastkonzept. Sie macht in der Automatik das Bild wirklich sehr dunkel, meiner Meinung nach zu dunkel, rauscht aber nicht so stark. Und der Lowlight King ist natürlich eindeutig die 1 Zoll Edition. Hier siehst du gestochen scharfe Farben und der Boden ist auch noch als Steinboden erkennbar.
Insta empfiehlt bei Lowlight auf manuelle Einstellungen umzusteigen, die auch bitter nötig sind, wenn ich mir das grünliche Bild der Insta X3 anschaue. Die X2 macht hell und rauscht sehr stark und die 1 Zoll Edition ist wieder einmal der Gewinner im Lowlight mit Schärfe und Kontrast. Und jetzt kommen wir zur Bedienung und zum Handling der 3 Kameras und da gehe ich mal ganz schnell rüber ins andere Studio. Kommen wir als erstes zur Insta360 ONE X2 und diese hat einen Akku verbaut, das hat 1630 mAh, klingt erstmal nicht so besonders, aber dadurch, dass der Monitor sehr klein ist bei dieser Kamera, ist es natürlich ausreichend, hier so einen Akku zu verbauen. Und die Videoqualität, die beträgt im Maximum 5,7K mit 30 FPS. Die hat ein Gewicht von 149 Gramm. Die Akkulaufzeit, die beträgt so 60 bis 70 Minuten. Wie gesagt, weil die so einen kleinen Monitor hat, braucht die natürlich auch nicht im Display so viel Strom. Ladezeit ist dann wiederum von dem Akku ca. 85 Minuten. Und vom Prinzip her sind die preislich jetzt relativ niedrig angesetzt. Also neu kostet jetzt die Insta360 X2 so um die 440 Euro. Das ist 100 Euro günstiger, als es bei der X3 momentan ist. Und natürlich im Gebrauchtmarkt bzw. bei eBay und anderen Geschichten kann man die dann schon mal für 250 Euro haschen. Und für dieses Geld ist es natürlich ein guter Deal. Ja, also gebraucht, wenn die gut erhalten ist, 250 Euro ist ein wunderbarer Preis. So, jetzt kommen wir mal zu meinem Manko. Und zwar ist es natürlich, wie gesagt, schon mal der kleine Monitor hier, der hier verbaut ist. Also ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Hier direkt dann immer wieder hoch, runter und diese ganzen Einstellungen, wenn du hier das sozusagen einstellen möchtest, hast du gleichzeitig 3-mal oder 4-mal dann den Finger drauf und ich habe es nicht immer hinbekommen, die richtigen Einstellungen hier zu tätigen, aber ich habe auch dicke Finger, das muss man dazu sagen. Mein erstes Manko, dann der kleine Monitor, dann gibt es natürlich noch einen Kritikpunkt, das ist die Klappe hier an der Seite. Und diese Klappe geht erstmal so zu öffnen, erstmal wunderbar, aber die ist an so einem kleinen Plastikdings befestigt. Und wenn man hier Zubehör anschließen möchte, dann muss man dieses kleine Plastikdings rausnehmen und dann auch wieder reinstecken. Und das ist eine Fusselarbeit, die ist nicht so schön, wenn man dann hier sozusagen die Klappe wieder einfügen möchte. Gleichzeitig hat man natürlich auch dann die Möglichkeit, die relativ schnell zu verlieren. Und dann ist das Geschrei groß, weil dann ist deine Kamera nicht mehr wasserdicht und das nervt dann irgendwie. Dann ist natürlich kein Livestreaming möglich mit dieser Kamera. Das kommt erst bei den späteren Modellen und die Lowlight-Aufnahmen sind einfach schlecht aufgrund des kleinen Objektivs beziehungsweise hier der kleinen Linse. Und wenn du jetzt die Aufnahmen speichern möchtest, egal bei Foto oder auch bei Video, dauert das lange, dass sozusagen dann deine Aufnahme komplett gespeichert ist. Die langen Speicherzeiten, die nerven auch ein bisschen. Aber wer dieses Teil gut und günstig bei eBay schießen kann, der ist dann ein glücklicher Mensch. Und gerade so, wenn man in diesen 360-Grad-Markt einsteigt, eine unwahrscheinlich gute Geschichte, hiermit anzufangen mit der Insta360 ONE X2. Kommen wir gleich danach zur Insta360 ONE X3 und die hat einen Akku verbaut von 1800 mAh. Der ist auch größer, klar, der muss auch diesen großen Monitor ernähren mit Strom und deswegen ist es ganz gut, dass der Akku hier größer geworden ist. Ganz positiv zu erwähnen, die Blende von f.1,9, das ist sehr lichtstark und macht sich auch bemerkbar im Lowlight-Modus. Die Videoauflösung ist wie bei allen anderen 5,7K 30 FPS als höchste Auflösung. Sie hat ein Gewicht von 180 Gramm, kommt dann aber mit der Laufzeit auf ca. 60 Minuten. Alles andere würde ich als geschenkt betrachten. Aber dadurch, dass der Monitor so groß ist, ist natürlich klar, dass hier etwas weniger Laufzeit da ist. Dann hast du die Ladedauer vom Akku, die musst du mit ca. 90 Minuten einrechnen und sie kostet momentan 540 Euro. Was gibt es zu kritisieren? Es gibt nur einen Punkt, meiner Meinung nach, zu kritisieren, und zwar ist das die lange Speicherzeit, die jetzt hier bei Fotos irgendwie herrscht. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal ein Foto auslöse,
dann siehst du, er nimmt es auf, ist klar, und dann hast du natürlich eine sehr lange Speicherzeit, momentan bei 72 Megapixel. Und das ist auch bei langen Videos so, dass der wirklich relativ lange hier abspeichert, bis du sozusagen den nächsten Shot tätigen kannst. Aber das ist wirklich mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten dieser Monitor, der bedient sich super. Das vibriert hier immer, wenn du jetzt andere Einstellungen tätigst. Gleichzeitig hast du noch ein Audiosignal, was dir sozusagen auch nochmal den anderen Modus bescheinigt. Ich kann einfach nicht meckern über diese Kamera, die ist wirklich gelungen, die ist kundenfreundlich, Insta360 hat auf alles gehört, wo alle anderen gemeckert haben, auch bei der Klappe ist es jetzt wieder eine vernünftige Klappe geworden, die wirklich hier auch einrastet. Da musst du kein Plastikstück irgendwo reinschieben oder. Die kannst du dann rausnehmen, wenn du Zubehör anschließen möchtest und ideal zuklappen. Also wirklich bei der Insta360 X3 hat Insta auf alles gehört, wo gemeckert wurde, und diese Kamera ist wirklich fast perfekt gelungen. Kommen wir zur Insta360 1 Zoll Edition. Hier hat der Akku 1350 mAh. Sie kommt mit einer Blende von 2.2 und das Ganze natürlich auf 1 Zoll Sensoren. Die Videoqualität ist ein bisschen höher, die geht bis 6K 25 FPS, die anderen gehen nur bis 5,7K. Das Gewicht ist relativ hoch, 239 Gramm. Der Akku hält, naja, also eine Stunde ist schon geschenkt, 45 Minuten würde ich als realistisch betrachten. Ladedauer für diesen Akku beträgt dann 90 Minuten. Die Akkulaufzeit ist wirklich nicht so berauschend. Sie hat eine Livestream-Funktion. Da möchte ich dann auch erstmal den Livestream sehen, der ohne Akkuwechsel funktioniert. Ist eine heiße Geschichte. So, die Aufnahmekontrolle ist hier nicht gewährleistet durch eine LED, die jetzt irgendwo verbaut ist. Da ist nur, wenn man jetzt die Aufnahme drückt, eine ganz kleine Mini-LED hier im Monitor drin, und das ist natürlich echt nicht so berauschend. Also wir gehen mal jetzt in den Videomodus, dann kann ich euch das zeigen. Dann so direkt, so, zack. Und dann gehen wir jetzt mal in die Aufnahme. Und hier leuchtet nichts außer so ein ganz kleiner Punkt hier im Display. Und dieser Display geht natürlich auch nach ein paar Sekunden oder Minuten, je nachdem, wie man das einstellt, dann auch wieder aus. Und du weißt wirklich immer nicht, hast du jetzt aufgenommen, hast du nicht, nimmst du auf, alles andere leuchtet. Also so ging es mir auf alle Fälle. Und wenn wir schon bei den Kritikpunkten sind, können wir da sehr gerne weitermachen. Ein weiterer Kritikpunkt ist erstmal hier diese Klappe, die an der Seite verbaut ist. Die ist aus Plastik und da kannst du natürlich hier deine Kamera laden oder Zubehör anschließen. Und diese Klappe, die ist einfach, nein, das funktioniert nicht. Also hier klappt, irgendwann bricht dir garantiert ein Teil aus, wenn du diese Klappe sehr oft benutzt. Und das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann musst du dir wieder so eine Gedanken machen, wo du solche Klappe herbekommst, damit du dann nachher wiederum auch dein Gehäuse aufbekommst. Weil die Klappe muss man natürlich erstmal öffnen, um hier das Gehäuse aufzubekommen, um seine Micro-SD-Card zu wechseln und gleichzeitig natürlich auch noch dann das Akku zu wechseln. Das ist total umständlich. Also hab mal hier ein Problem mit dem Akku, dass der Akku wirklich relativ schnell gewechselt werden muss. Das kannst du vergessen. Du baust erstmal komplett deine Kamera auseinander. Dann hast du natürlich die intelligenteste Lösung überhaupt. Hier ist deine Micro-SD-Karte drin. Das heißt, wenn du die Micro-SD-Karte in den Rechner stecken möchtest, beziehungsweise da rankommen musst du ebenfalls die gesamte Kamera auseinanderbauen. Das ist für mich ein No-Go, das ist mir zu kompliziert. Gleichzeitig ist mir der Monitor viel zu klein bei der Kamera und die Klappe zu unzuverlässig, die fällt nach 2-3 Monaten starker Benutzung, ist diese Klappe komplett erledigt. Da bricht definitiv links oder rechts was aus und das kann natürlich nicht sein. Wasserdicht ist diese Kamera ebenfalls nicht, sondern nur wasserbeständig gegen Regen und Schnee. Also Spritzwasser ist sozusagen hier in der Beständigkeit verankert und das Akku ist mir zu klein, die Laufzeit ist nicht ausreichend. Hier brauchst du wenigstens noch einen Zweit- oder Drittakku. Dann musst du die Kamera wieder auseinanderbauen und wieder zusammenbauen und zu tun und zu machen. Und gleichzeitig natürlich 1 Zoll ist natürlich von der Bildqualität eine Riesenwucht, aber dann auch nicht so berauschend im Vergleich zu den anderen. Aber 1 Zoll kosten hier 940 €. Und für diese
Plastikkonstruktion bin ich nicht bereit, 940 € zu bezahlen. Das ist für mich keine gute Entwicklung. Hier hat man nicht viel nachgedacht. Hier hat man nur versucht, einen 1 Zoll Sensor in eine baualte Kamera zu bauen und das Menü noch etwas ergänzt. Und das ist wirklich nicht 940 € wert. Die sind besser angelegt, die Euros, in den 540 € von der Insta360 X3. Da ist neue Innovation mit drin, da funktioniert viel, die ist bedienungsfreundlich und die ist einfach hier nicht so schön. Wer professionell mit 3D unterwegs ist, diese Lichtstärke benötigt, die ein 1 Zoll Sensor bietet, auch die Bildschärfe, der ist natürlich bei der Kamera hier besser aufgehoben, muss aber mit dem Manko leben, dass er ständig seinen Akku wechseln muss und immer wenn was mit der Kamera ist, in Sachen MicroSD oder anderen Dingen, muss er diese auseinanderbauen. Mein Fazit frei von der Seele rausgesprochen in Bezug auf die 3 Kameras. Wenn du eine richtig schöne Anfängerkamera benötigst, dann ist die Insta360 X2 dein idealer Begleiter. Sie bringt alles mit, was eine 360-Grad-Kamera benötigt und ist natürlich aber der älteste Vertreter von Insta360, hat auch den günstigsten Preis. Und wer mit Insta360 gerade anfängt, beziehungsweise im Urlaub mal 360-Grad-Bilder nebenbei schießen möchte, sozusagen nicht so auf das ganze professionelle Level sich selber schiebt, der ist mit dieser Kamera wunderbar zufrieden. Gibt es natürlich jetzt auch wahrscheinlich bei eBay anhand der neuen Modelle richtig günstig zu schießen. Da gibt es die bestimmt für 250 oder 200 € in Zukunft zu bekommen. Und aufgrund der Bildqualität kann man das wirklich machen. Man besorgt sich einfach nochmal hier einen Zweitakku oder so ein Insta360 Akkustick oder irgendwas anderes und hat hier eine ideale 360-Grad-Kamera für kleinere Dinge, für den Urlaub und natürlich auch mal als Bcam. Die Insta360 1 Zoll Edition ist bei mir in meinen Augen vielleicht ein bisschen früh erschienen. Also Insta hätte vielleicht die X3 jetzt erst erscheinen lassen sollen und danach auf die 1 Zoll Edition kommen sollen. Denn ich finde die Bedienung und das Konzept dieser 1 Zoll Kamera veraltet. Der Monitor hier ist deutlich zu klein. Er bedient sich zwar super, du kommst an alles ran, aber im Vergleich zum Bedienungsmenü der X3 ist das natürlich dann kein Niveau mehr, weil hier wird alles erreicht, was der User mag und natürlich auch ein großes Vorschaubild ist immer was Besseres, als wenn du hier sozusagen in so einen kleinen Mini-Monitor reinschauen möchtest oder besser gesagt musst und das ist natürlich nicht schön. Die 1 Zoll Sensoren von Zeiss Optik sind natürlich der Oberhammer, aber das Gesamtkonzept dieser Kamera ist einfach veraltet, weil es beruht noch auf das alte Gehäuse. Es ist anfällig, gerade, ich habe es ja schon gesagt, in der Bedienung, was diese Klappe betrifft, die fällt ab, die fällt raus, die ist mir schon x-mal sozusagen abgefallen beim Laden, dann habe ich sie wieder gesucht, dann musste wieder eine neue stellen, dann ist die nicht spritzwassergeschützt hier an dieser Stelle. Gleichzeitig natürlich das nächste Thema, sie ist nicht wasserdicht. Für den Preis brauchst du eine wasserdichte 3D-Kamera, wenn ich hier so knapp 1000 € bezahlen muss. So, ansonsten kann ich eigentlich noch mehr meckern über die Insta360, hat sie aber nicht verdient, sie macht einen guten Job, ist natürlich im Lowlight der absolute King, holt dir hier absolute Bildschärfe raus, aber im Vergleich zur Insta360 X3 finde ich sie veraltet. Hier bei der X3, um mal zum Fazit zu kommen, die habe ich mir auch gekauft. Die schicke ich zurück und die wird verkauft. Die werde ich auch behalten, weil das ist in meinen Augen wirklich ein super Konzept. Der große Monitor, der starke Akku, der Halb-Zoll-Sensor. Es passt alles wunderbar zusammen. Du hast noch neue Ideen, wie zum Beispiel der Ich-Modus, den die jetzt hier eingebaut haben. Du kannst in den HDR-Modus rein. Du kannst das ganze Ding hier sozusagen auch als Webcam verwenden. Würde ich zwar nicht machen, aber vom Prinzip her ist es ebenfalls möglich. Aber du hast natürlich hier den Monitor und das ist das große Plus. Da hat Insta auf die User gehört. Dieses Ding ist wirklich durchkonzipiert und für alle User wunderbar gemacht. Du hast hier noch die frei programmierbare Taste, wo du sozusagen deine Bildeinstellungen darauf programmieren kannst und gleichzeitig natürlich auch so viele Vorteile mit diesen Bedientasten, Aufnahme, das siehst du von vorn, von hinten.
ich bin einfach zufrieden mit der Kamera und gleichzeitig natürlich die Tonqualität, muss ich auch nochmal erwähnen, ist hier hervorragend. Also mein Gewinner im 3-Kamera-Vergleich von der Insta360 ist deutlich die Insta360 X3 mit allen Vorteilen und kaum Nachteilen, die sie dir bietet. Und das war's mit diesem Video. Gerne ein Abo, gerne ein Like. Tschüss, bye bye und winke winke. Sehr gern bis zum nächsten Video.